Charlie! So Freunde, was geht ab? Wir sind wieder da und zwar in Sachsenheim. Ihr wisst nicht, wo es ist, ich auch nicht, das macht nichts. Wir sind direkt aus Hamburg hierher gefahren für eine ganz bestimmte Person. Wir haben sie neben uns, Bundesligaspielerin und niemand Geringeres als Annette Kaufmann. Annette, Servus. cool, dass du mit am Start bist hier. Danke, dass ihr hier seid. Kannst du dich kurz vorstellen? Klar. Und als wäre Annette nicht schon genug für ein Video, haben wir noch jemanden am Start. Falls euch Spinzeit noch nicht sagt, das ist Mr. Spinzeit, Hermann Mühlbach. Bitte einmal Servus. Applaus für Hermann. Und auch Hermann stellt sich einmal ganz kurz vor. Der war gut. Wow. 73, stark. Okay, Stark. Das ist stark. Hermann hat ja Spinzeit mitentwickelt und Hermann, vielleicht erklärst du uns noch mal, für die, die das noch nicht kennen, in ein, zwei Worten, was Spinzeit genau ist. Also wir haben mit Spinzeit das erste System entwickelt, das alle 4 Parameter messen kann, die die Schlagqualität beschreiben. Das heißt Spin mit Spinrichtung und Spinmenge, Tempo, Flugbahn und Platzierung. Das ist alles, was auch der Profi braucht. Deswegen war das erste System das Spinzeit Elite-System, das haben wir hier. Und das misst ganz präzise, autonom alle diese 4 Schlagparameter. Und beim Profi, wo es dann auf jedes Prozent ankommt, da ist es genau das richtige System. Die Verbände nutzen das jetzt für hochprofessionelles Training, aber auch für Trainerausbildungen oder Talentsichtung, Talententwicklung. Sehr gut. Wir nutzen das ja auch bei uns in Hamburg im Einzeltraining und ich habe damit super Erfolge und super Erfahrungen gemacht. Ist wirklich richtig klasse, was ihr da auf die Beine gestellt habt und entwickelt habt. Richtig geile Sache. Und wir haben ja hier einen Profi da und uns interessiert natürlich alle brennend. Annette, wie nutzt du das? Wie häufig nutzt du das? Was war dein erster Eindruck? Hast du irgendwelche Sachen herausgefunden, wo du dachtest, oh ja, das ist ja auch interessant. Wie war es für dich oder wie ist es für dich? Also ich nutze es eigentlich regelmäßig. Ich weiß noch, als Hermann das erste Mal in Böblingen war und das mit mir gemessen hat. Und ja, ich fand es sehr faszinierend, was man da alles schon herausgefunden hat. Und ich nutze das vor allem, wenn ich halt merke, okay, irgendwie bei der Technik stimmt da was nicht oder ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht. Und das habe ich ja jetzt bei meiner Vorhand-Gegenklopsen gemacht und einfach auch gemerkt, dass durch mehr Handgelenkeinsatz und mehr Hüftdrehung und mehr Unterarmeinsatz ich mehr Kontrolle, aber auch bessere Qualität spiele. Und wie ist das dann, also wir sehen hier, ne, das ist sozusagen dein normales Setting, ne? Du hast einen Bildschirm direkt dabei und kannst dann immer direkt schauen, wie das läuft. Auch spannend, dass es auch mehr Kontrolle gibt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt hilfreich, dass ich da so einen Fernseher habe und einfach auch diesen Überblick habe, weil das hilft mir vor allem beim Aufschlagtraining. Ah, das ist sehr gut, ja. Wenn ich da verschiedene Varianten spiele und dann die Übersicht angucke und merke, okay, da die Bälle waren jetzt nicht so gut, da habe ich das und das verändert und das hilft einem einfach schneller zu verstehen, was muss ich anders machen. Aufschlagtraining ist ja auch immer so eine Sache, ne? Für dich als Profi, wenn ich das im Training mache und die Leute wissen das, ist immer so ein bisschen so, alles klar Simon, cool, wir machen jetzt Aufschlagtraining und so. Immer ein bisschen langweilig. Für dich, du trainierst ja wahrscheinlich sehr häufig, teilweise mehrmals am Tag. Wie häufig machst du Aufschlagtraining? Ja, also Aufschlagtraining ist jetzt nicht so das, was ich gerne tue. Ja. Also da stimme ich deinen Spielern zu. Ich glaube, nicht jeder mag das, aber es ist halt einfach ein Muss, weil mit dem Aufschlag oder mit dem Rückschlag beginnt halt das Spiel und der Ball. Ich versuche eigentlich nach jeder Trainingseinheit Aufschläge zu machen, ob es jetzt nur... So Leute, wenn ich das nächste Mal nach den Trainingseinheiten sage, ne, nach jedem Training, erst noch so, ja, nicht so häufig und jetzt so nach jedem Training, ja, erzähl weiter. Ja, also wenn es klappt, nach jedem Training, aber sonst mindestens einmal am Tag, einfach weil das einem schon auch Sicherheit gibt. Also ich merke jetzt auch in Bundesligaspielen, wenn da 10-10 oder so steht und ich will einen langen Ausschlag machen, dann weiß ich, okay,
also Kannst der du drauf sitzt verlassen, eigentlich. ja, Und genau. das ist nicht dieses, okay, hoffentlich mache ich keinen Ausschlagfehler. Hoffentlich kommt er, ne? Ja. Sehr cool. Und das hilft natürlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich mache jetzt, weil ich nicht mehr so aktiv am Start bin, aber im Training hilft das den Spielern, die ich trainiere, halt enorm immer zu sehen und sozusagen auch ein Feedback zu haben, auch das akustische Signal zu haben. Ah, der Wert ist jetzt so und das motiviert ein bisschen und ist nicht so, okay, alles klar, weiß ich auch nicht genau, was da jetzt ist, ja, der ist ein bisschen besser, sondern dass man das auch wirklich messen kann. Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Also bei mir ist manchmal so, wenn ich einen Ausschlag mache und ich denke, okay, den habe ich ganz komisch getroffen. Hat aber mehr Unterschied, als als wenn ich einen Ausschlag machen würde, wo ich denke, okay, der war gut. Ich glaube, es macht einfach das bisschen interessanter. Und allgemein, wenn man was Neues lernt oder was Neues erkundet, dann hat man ja auch automatisch mehr Motivation. Deshalb hilft Spinsight da echt viel. Ja, richtig cool. Hermann, guck mal hier. Nur Lob von Annette. Starke Sache. So habe ich mir das auch vorgestellt. So war es auch gedacht. So war auch die Entwicklung geplant. So war es ne? auch, genau, so war die Entwicklung geplant. Gerade fürs Aufschlagtraining haben wir jetzt ja auch ein ganz neues Produkt auf den Markt gebracht, die Spinsight Beta App. Wir haben nämlich gesehen, dass vor allen Dingen Spin und Speed das ist, was auch den Profis am meisten hilft und was die am meisten interessiert. Und es ist uns jetzt gelungen, das alles zusammen in eine App zu packen, die sogar auf dem Handy funktioniert. Also die neuesten Telefone, so wie das iPhone 13 und neuer, die sind schon in der Lage jetzt mit den Kameras so schnell zu messen, dass sie den Spin und das Tempo einfangen können. Ich habe das auch probiert und das ist so easy aufzubauen. Man braucht einfach nur 2, 3 Sachen, sein eigenes Wird Handy. schwer, wenn du in Doha irgendein Turnier stehst und das Schwierig Ding mit dem mitnimmst so im in Handgepäck. Handgepäck da. Nee, also es ist wirklich sehr cool und ja, macht es halt einfach viel einfacher. Man kann das machen, wo man will. Also ob es jetzt in der Garage ist, ob es das jetzt in der großen Halle ist, wo viele Leute trainieren. Also es ist wirklich ja, sehr cool. Ja, und das Gute an der App ist ja auch noch, dass du da als Nicht-Profi, sage ich mal, Trainingstipps bekommst. Und gerade beim Aufschlag nicht von irgendwem, sondern von der Annette. Hat sie nämlich noch gar nicht verraten. Da ist nicht so bescheiden jetzt. Ja, ist das Also, schon draußen? Das ist schon draußen, und ihr draußen. könnt auch schon jetzt sehen, zum Beispiel die erste Aufschlagvariante ist schon drin, der lange Aufschlag. Und da zeigt euch Annette, wie ihr das Tempo beim langen Aufschlag verbessern könnt. Ja. Okay, Freunde, also in der Einschalten. Spinsight-App einschalten und natürlich auf dem Cholle-Kanal auch die Tipps, ne? Mit dem langen Aufschlag. Den will ich dann auch im Spiel sehen. Hermann, was glaubst du, für wen ist Spinsight besser geeignet? Für Profis wie Annette oder für ambitionierte Leute, die in der Kreisliga richtig durchdrehen wollen? Ja, also im Prinzip für jeden, der sich verbessern will. Also egal welches Spielniveau, mit Spinsight kann man sich im Training leicht steigern. Gerade fürs Aufschlagtraining, wie Annette gesagt hat, können wir sogar eine Verbesserungsgarantie geben. Gerade mit den Tipps von Annette ist es eigentlich nicht möglich, sich nicht zu verbessern. Ja. Und deswegen haben wir jetzt auch ganz frisch unseren Webshop geöffnet. Das heißt, jeder mit dem richtigen Telefon kann sich jetzt die Spinsight-App holen und dann einfach zu Hause trainieren, so wie die Profis, und Spin und Speed live messen. Sehr cool. So Leute, wir haben eine Messung, wir haben einen Profi. Was ist die naheliegendste Frage? Richtig. Annette, was würdest du so sagen, was ungefähr, was haust du da so mit Vorhand rein? Boah, also ich habe jetzt letztens, wie ich auch auf Instagram gepostet habe, bei meinem Gegentopspin 125 gemessen. Sehr geil. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Durchschnitt ist, aber... Ja, nicht so bescheiden, ist schon ein sehr hoher Wert. Ne? Also ich kann das als Trainer gut einschätzen, das ist schon ein sehr guter Wert. Ja, Ja. aber ich kriege das eigentlich schon hin und mittlerweile, weil ich halt auch eben ja an meiner Vorhand arbeite, kriege ich das auch regelmäßiger hin. Sehr cool. Auch wichtig, ne, Continuity, dass der Wert häufig kommt. Übrigens, gerade Stichwort Instagram, auf jeden Fall folgen, wenn ihr mehr über Annette wissen wollt. Annette Kaufmann, blenden wir auch unten ein. Und es gibt bei Profis auch noch eine Leistungsdiagnostik, Hermann. Magst du da uns was zu erzählen? Sehr gerne. Annette hat es schon jetzt aufgegriffen. Also wir haben da jetzt über 200 Profis vermessen, über 1000 Amateurspieler. Und ihr könnt auch die Ergebnisse ganz im Detail auf der Homepage sehen, unter spinsight.com in der Kategorie Wissen. Da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die Top-Damen wie Annette eben auf 125 ungefähr kommen im Schnitt. Sowohl bei Vorhand als auch bei Rückhand. Im Schnitt. Individuell gibt es natürlich da große Unterschiede, aber die guten Spieler schaffen überall viel Spin. Das sehen wir auch, wenn wir dort über alle Spielerdaten drauf schauen, dass die besten
Spieler dort überall hohe Werte haben und dass auch die TTR-Punkte sehr stark korrelieren mit den Spin-Werten, die man schafft. Also je besser der Spieler, desto mehr Spin schafft der Spieler auch. Das ist natürlich auch interessant, ne? Für die TTR-Hunter unter euch, ne, die da den Wert nachjagen. Schnappt euch die App, steigert die Werte und dann geht's ab. Und vielleicht könnt ihr auch mal einen so gegenfeuern wie Annette. Oder sogar wie die männlichen Profis, die dann teilweise bis zu 150 und noch höher kommen, im Schnitt so 140 schaffen. Und vielleicht kann man das auch schon verraten, das Geheimnis, die Annette. Stopp. Beste Vorhand hat Sabine Winter. Muss ich leider zugeben. Ich kenne keine einzige Person, die so eine gute Vorhand auf Oberschnitt und auf Unterschnitt hat. Absolut. Das ist wirklich eine Bombe und ja, im Spiel bin ich immer froh, wenn ich sie zurückblocke. Ich bin immer so, Ball kommt einfach auf den Tisch. Da wird gar nicht darüber gesprochen, okay, ja, ich muss hier gegenziehen. Wenn Ball auf den Tisch kommt, ist das schon sehr gut. Ja, also Sabine, liebe Grüße an dich. Und Hermann, du hast das fast schon erwähnt. Wir haben ja nicht nur Vorhandschläge, sondern auch Rückhandschläge. Und man munkelt, Annette, dass du da mit der Rückhand ganz gut durchschwingst. Ist das der Fall? Das ist der Fall. Das ist der Fall. Und Sabine, da schlage ich dich auf Unterschnitt. Das wollen wir mal herausfinden. Also Leute, wir machen ein neues Video. Annette zeigt uns, was sie da mit der Rückhand drauf hat, was sie da hinbekommt. Hermann, erstmal an dich. Ja. Vielen Dank. Das war eine geile Session. Und auch natürlich an dich, Annette. Vielen Dank. Aber bei dir schauen wir gleich mal ganz genau hin, was du da mit der Rückhand abfeuerst. Können wir machen. Leute, haut rein. Bis dann. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Scholli!